Herzlich willkommen, mein Name ist Benny Rivers, ich bin Postdoc am ZAM und beschäftige mich mit hochpräziser Berechnung von Satelliten, Bahnen und deren Ausrichtung im Erdorbit. Und ich möchte Ihnen ganz kurz das Projekt 5G SatOpt vorstellen. Wie man im Namen schon sieht, geht es da um 5G-Internetanwendungen. Das kennen Sie bestimmt aus der Presse, ist momentan ein sehr viel diskutiertes Thema. Und das wollen wir mit Satelliten uns anschauen. Das heißt, das Ziel dieses Projekts ist es, eine globale Abdeckung für 5G-Internet-Services zu realisieren. Und das Opt in dem Namen des Projekts bedeutet eben Optimierung. Also wir wollen uns optimierte Methoden, um diese Abdeckung zu erreichen, anschauen. Und wie man jetzt hier in der Abbildung sieht, wenn man da konventionell rangeht, dann würde man einfach im Prinzip eine Konstellation wie GPS nehmen. Das heißt, eine Vielzahl von Satelliten auf verschiedenen Umlaufbahnen platzieren. Jeder der Satelliten hat eine Antenne und funkt dann zu einer Basisstation oder direkt zu Ihrem Smartphone und dann haben Sie Internet. Wir gucken uns das im Video mal einmal an, wie die Satelliten sich dann bewegen würden. Das sind in diesem Beispiel jetzt 300 Satelliten und die bewegen sich alle individuell auf ihren Bahnen und je nachdem, welchen Satelliten man sieht, der gibt einem dann das Signal. Das ist aber nicht der beste Weg, das zu tun. Wir wollen das optimieren und da haben wir uns verschiedene Szenarien angeschaut. Das sehen wir jetzt hier auf der nächsten Abbildung. Hier lassen wir die Satelliten jetzt gemeinsam agieren. Das heißt, immer 3 von diesen Satelliten bilden ein gemeinsames Dreieck. Das kann man erreichen durch leichte Variation der Konfiguration dieser Erdumlaufbahn der einzelnen Satelliten. Und diese Dreiecke drehen sich um einen gemeinsamen Punkt. Und das hat jetzt sehr viele Vorteile. In diesem Szenario bekommen wir die gleiche Abdeckung wie vorhin im Video hin, nur mit weniger Satelliten. Das heißt also, wir können das gleiche mit 200 Satelliten erreichen. Und dadurch, dass die Dreiecke sich umeinander drehen, bekommen wir auch überlappende Bereiche. Das heißt also, mit Ihrem Smartphone oder mit der Basisstation sieht man dann eben nicht nur einen Satelliten gleichzeitig, sondern mal 2, mal 3, mal 4. Und wer sich ein bisschen mit GPS auskennt, weiß, das hat viele Vorteile, gleichzeitig viele Satelliten zu sehen, denn dann können wir die Signalstärke erhöhen. Ja, darum geht es. Wir gucken uns auch noch andere Konstellationen an und wenn Sie das Thema interessiert, dann können Sie sich gerne noch mal weiter im Internet mit unseren Publikationen informieren und vielen Dank für Ihr Interesse.